Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. In Berlin saßen sie heute wieder zusammen und starrten in Abgründe. So groß und tief, dass man von Löchern, Haushaltslöchern, kaum noch sprechen kann. Und so tief wie die finanziellen Abgründe sind auch die politischen Gräben, die sich in der Ampelkoalition auftun. Was die einen wollen, kommt für die anderen nicht in Frage. Aber irgendeine Lösung muss es bald geben. Das Jahr 2024 rückt unerbittlich näher und hat noch keinen Haushalt. Aus Berlin, Frank Buchwald. Selten sind Spitzentreffen so geheim. Es geht um den Haushalt, um Sparen. Die Granden der Ampel am ersten Advent im Kanzleramt. Keiner in Berlin will verraten, dass der Termin überhaupt stattfindet. Koalitionspoker bei Kerzenschein und keiner lässt sich in die Karten schauen. Auch der SPD-Generalsekretär nicht bei Berlin direkt. Genau in diesen Stunden sitzen Menschen hinter verschlossenen Türen und tun das, was man in Demokratien bei Meinungsverschiedenheiten miteinander macht. Man verhandelt miteinander. Nicht im Fernsehstudio, nicht in Talkshows, sondern dort, wo im vertraulichen Rahmen Lösungen gefunden werden müssen. Woher aber soll das Geld kommen? Weniger ausgeben, sagt die FDP, etwa beim Bürgergeld. Jeder dritte Euro, den die Bundesregierung ausgibt, fließt in Sozialausgaben. Das geht nicht mehr. Deshalb ist es jetzt dringend notwendig, das Bürgergeld neu zu bewerten. Die geplante Erhöhung zum 1. Januar ist nicht mehr angemessen. Streichen im Sozialbudget, das sehen die beiden anderen Ampelpartner völlig anders. Zustimmung dagegen aus der Opposition. Nicht mehr Bürgergeld sei nötig, sondern mehr Beschäftigung. Wenn wir nämlich mehr Menschen in Arbeit brächten, dann hätte das einen Dreifacheffekt. Erstens, die Betroffenen selber hätten dann mehr Geld zur Verfügung. Zweitens mal, wir würden das Bürgergeld im Staatshaushalt sparen und wir hätten mehr Steuereinnahmen und Einzahlungen in die Sozialkassen. Mehr Geld dringend gesucht. Auf der Website der Förderbank KfW sind viele der ehrgeizigen Subventionen aus dem Klimafonds nicht mehr abrufbar wegen der Haushaltssperre. Prestigeprojekte der Grünen, die überall sparen wollen, nur nicht beim Öko-Umbau. Wir brauchen eine gute Lösung. Das bedeutet zum einen Abbau klimaschädlicher Subventionen. Allein das Dienstwagenprivileg 1,8 Milliarden, die wir einnehmen könnten. Und klar ist auch, dass die Schuldenbremse nicht zu einer Zukunftsbremse werden darf. Die Schuldenbremse aber will Finanzminister Lindner partout nicht lösen. Koalitionspoker eben, knallhart und von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit Lichtjahre entfernt. Tja, Diana Zimmermann in Berlin, das klingt jetzt alles nicht so, als sei man sich bei den Gesprächen heute irgendwie näher gekommen. Nein, beziehungsweise wissen wir das nicht so genau. Was wir wissen, ist, dass der Kanzler, der Wirtschaftsminister und der Finanzminister sich gegen 15 Uhr im Kanzleramt getroffen haben. Um 18 Uhr war schon der brasilianische Präsident zum Abendessen geladen. Bis dahin gab es keinen Durchbruch. Allerdings hieß es heute Abend, dass Robert Habeck seine Reise zur Weltklimakonferenz, die er eigentlich morgen antreten wollte, verschoben hat. Die Anwesenheit des Ministers sei notwendig, um die Gespräche um den Haushalt voranzubringen. So hieß es aus dem Ministerium. Das weckt die Hoffnung oder die Erwartung, dass die Ampel sich vielleicht doch noch einigen könnte vor Mittwoch, wenn Kabinettssitzung ist. Und nur wenn das gelingt, können die parlamentarischen Termine so eingehalten werden, dass eine Verabschiedung des Haushalts 2024 noch in diesem Jahr möglich ist. Danke. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Positionen in dieser Woche waren, so ist aber klar, dass noch sehr weite Brücken zu schlagen sind. Wie die Ampel, deren Positionen in dieser Woche so weit auseinander zu liegen scheinen wie überhaupt noch nie, sich da einigen, das wird diese Woche sehr spannend. Dankeschön, Diana, nach Berlin. Und dann blicken wir in den Nahen Osten. Im Roten Meer ist offenbar ein US-amerikanisches Kriegsschiff angegriffen worden. Mit Drohnen oder Raketen, mutmaßlich von jemenitischen Houthis. Auch Handelsschiffe wurden erneut beschossen. In den letzten Wochen hatte es bereits mehrfach solche Attacken gegeben. Die mit Iran verbündeten Houthis begründen ihre Attacken auf israelische Schiffe mit dem Gaza-Krieg. Ein Bekenntnis dazu, dass sie jetzt auch ein amerikanisches Schiff angegriffen haben, gibt es noch nicht. Es zeigt jedenfalls, wie gefährlich schnell sich die Konflikte im Nahen Osten ausweiten können. Der Krieg geht derweil weiter. Die Hamas hat letzte Nacht wieder Tel Aviv mit Raketen beschossen. Und die israelische Armee verstärkt ihre Angriffe im Süden des Gazastreifens.
Knuten Leinhus berichtet. Die geheimen Tunnelschächte der Hamas-Terroristen zerstören eines der wichtigsten Ziele der israelischen Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens. Immer wieder werden die Soldaten fündig. Mehr als 500 dieser Eingänge sind seit Kriegsbeginn gesprengt worden, sagt die Regierung. Viele dieser Schächte wurden in oder in der Nähe ziviler Gebäude gefunden, darunter Moscheen, Schulen und Spielplätze. So wie dieser Eingang ins Hamas-Tunnelsystem. Er befindet sich laut Armee nur 15 Meter von einer Schule, die vor 10 Jahren mit deutscher Entwicklungshilfe errichtet wurde. Diese Einsätze, so Israels Militär am Abend, werden von nun an auch im Süden stattfinden. Wir weiten unsere Bodenoperationen gegen die Zentren der Hamas auf den gesamten Gazastreifen aus. Israels Luftangriffe gingen heute im Süden weiter. Vor allem die Stadt Khan Yunis wurde hart getroffen. In vielen Krankenhäusern herrscht der Ausnahmezustand. Nur wenige Kilometer entfernt dieses Zeltlager, in das sich viele Menschen aus dem Norden geflüchtet haben. Muntaha ist hier mit ihrer 8-köpfigen Familie untergekommen. So viele sind gestorben. Gaza-Stadt ist zerstört. Nun trifft es Khan Yunis und wir sollen jetzt nach Rafah gehen. Sie hat ebenfalls davon gehört, dass Israel die Menschen auffordert, noch weiter in den Süden zu gehen, in die Stadt Rafah. Wie sollen wir es jetzt nach Rafah schaffen? Auch dort ist es gefährlich. Wir bleiben hier. Sie wollen weiterkämpfen für die Rückkehr ihrer Liebsten auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv. Sie wollen, dass alle nach Hause kommen. Leo Perry ist regelrecht verzweifelt, seit Israels Regierung vor 3 Tagen die Feuerpause beendet hat und auch die Verhandlungen mit der Hamas. Sein Vater ist noch in der Gewalt der Terroristen. Die Regierung hat sie geopfert. Es sind genug Geiseln frei, denken sie, und wollen nun den Krieg weiterführen. Für uns ist das schwer zu verstehen, dass wir unsere Liebsten vielleicht nie mehr wiedersehen. Seine Kritik zielt direkt auf Ministerpräsident Netanyahu. Das Ziel, die Geiseln lebend zurückzuholen, habe der einer schnellen Fortsetzung des Krieges gegen die Hamas untergeordnet. Und darüber wollen wir mit einer der profiliertesten israelischen Politikerinnen sprechen, mit Tzipi Livni. Sie war im Laufe vieler Jahrzehnte in vielen Regierungsämtern als Vizepremierministerin, als Außenministerin, als Justizministerin. Guten Abend, Frau Livni. Good evening. Einen schönen guten Abend. In Tel Aviv hat es heute auch wieder Demonstrationen gegeben. Wir haben es eben gesehen von Angehörigen von Geiseln, die verzweifelt sind. Es scheint, dass es eigentlich nicht möglich ist, gleichzeitig Geiseln zu befreien und die Hamas niederzukämpfen. Wie soll dieses Dilemma aufgelöst werden? Wir denken, dass die Dinge schon zusammenhängen, denn das, was die Hamas getan hat, ist so etwas Furchtbares, dass wir das zunächst einmal verstehen müssen. Die Familienangehörigen bangen natürlich um ihre Liebsten, die von der Hamas gefangen gehalten werden. Und da haben wir eben nicht nur das Recht, sondern sogar die Verpflichtung, für diese geliebten Menschen zu kämpfen. Und das ist auch die Aufgabe der israelischen Regierung. Deshalb wird Druck auf die Hamas ausgeübt. Und es sieht so aus, als wäre dieses erste Militärmanöver, das wirklich dazu geführt hat, dass einige der gefangenen Frauen und Kinder freigelassen wurden. Andere sind nach wie vor gefangen. Und das heißt, Israel muss einfach weitermachen mit der Militäroperation, darf nicht nachlassen, nicht aufgeben und muss für die Freilassung dieser Menschen kämpfen. Im Gazastreifen passieren jetzt aber auch grauenvolle Dinge, zumal wenn dieser Krieg jetzt nach Süden ausgeweitet wird und quasi 2 Millionen Menschen von der einen erst in die andere Ecke geschoben und jetzt wieder zurückgeschoben werden. Und von der amerikanischen Führung sind sehr, sehr deutliche Worte jetzt an diesem Wochenende gefunden worden. Die Vizepräsidentin Kamala Harris sagt, das Ausmaß des Leids dort sei verheerend. Der amerikanische Verteidigungsminister warnt Israel davor, am Ende eine strategische Niederlage zu erreichen. Das kann ja eigentlich in Israel nicht ungehört verhallen, solche Appelle.
Nicht nur das haben sie gesagt, sondern auch im Einklang mit unseren Werten, mit unserem Rechtssystem handeln wir. Wir sind eine Demokratie, dementsprechend handeln wir auch. Und wir möchten natürlich kein Leid über die Palästinenser bringen, aber die Situation ist sehr schwierig. Und das heißt, es leben Palästinenser dort in Gaza. Die Hamas durchdringt das gesamte System und die führenden Köpfe, beziehungsweise es wurde auch gefragt, warum werden zum Beispiel diese Tunnelsysteme nicht geöffnet für die Bevölkerung im Gazastreifen? Und die Antwort war ehrlich gesagt erschreckend, denn da wurde abgewunken sozusagen, es wurde überhaupt nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen. Das heißt, das Leid der Familien, der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten ist natürlich viel Leid, das schwer zu ertragen ist. Das heißt, es handelt sich nicht darum, den Schmerz abzuwägen oder zu vergleichen der Familien auf beiden Seiten. Und ich möchte auch nicht, dass die Welt wegschaut und nicht wahrnimmt, was in der Region passiert und was wir dort tun. Aber man soll auch wirklich das jeweilige Wertesystem, das zugrunde liegt, in Betracht ziehen. Denn das, was die Hamas tut, ist wirklich Massaker, Vergewaltigung, Gräueltaten. Und wir versuchen, zivile Opfer zu vermeiden. Und es ist natürlich auch schwierig, das hinzubekommen. Aber die einzige Möglichkeit, dass Gaza frei sein kann, dass die Menschen dort in Freiheit, Wohlstand und Hoffnung leben können, ist es, wenn die Hamas nicht mehr existiert und wenn dann auch diese Menschen das Existenzrecht Israels anerkennen und Terrorismus ablehnen. Und das ist nicht nur mein Appell hier und jetzt, sondern das ist doch der Appell der internationalen Gemeinschaft seit 2005, 2006, als wir uns zurückgezogen haben aus dem Gazastreifen. Und für die Zukunft der Palästinenser im Gazastreifen möchte ich wirklich hoffen, dass es genau so kommen wird. Und je früher wir das erreichen, desto besser ist es für die Bevölkerung dort und für Israel natürlich auch. Haben Sie denn den Eindruck, dass die aktuelle Regierung irgendeinen Plan hat, was dann mit Gaza geschehen soll? Nun ja, da gibt es auch interne Diskussionen in Israel. Der wird wahrscheinlich auch außen wahrgenommen. Und die Regierung, natürlich gibt es Befürworter der Lösung, der Zwei-Staaten-Lösung. Aber es gibt auch in der Opposition Unterstützung. Und ich denke, man muss sich jetzt auch an die Zeit danach wenden und überlegen, was die verschiedenen Parteien in der Region, natürlich auch Grenze hin zu Ägypten, zu den Golfstaaten und auch im Dialog mit den USA. Denn ich denke, das Ende dieses Krieges wird sich so gestalten, dass es Parameter geben wird, über die man Einklang finden werden muss und dass man sehen muss, dass es keine Terrororganisation geben darf, die Terror unterstützt. Es muss aber auch Kräfte geben, Terror zu bekämpfen. Und das heißt, es sollte doch übereinstimmend möglich sein, es so zu sehen in der internationalen Gemeinschaft. Und dass wir natürlich in Israel die Möglichkeit, den Willen haben müssen, in diese Richtung zu arbeiten. Und ich denke, die Grundvoraussetzung ist wirklich, dass Hamas eben nicht die Kraft an der Macht sein darf im Gazastreifen und dass wir eben eine legitime Regierung im Gazastreifen, im Westjordanland brauchen und dann eben auch Friedensverhandlungen voranbringen können. Wir haben das bisher nicht geschafft, aber ich hege die Hoffnung und ich denke, dass das die Verantwortung auf beiden Seiten sein muss. Frau Livni, danke Ihnen für das Interview. Thank you.
Das Gespräch haben wir vor einer Stunde geführt. Der Gaza-Krieg wird nun auch von Terroristen in Europa als Motiv benutzt, so wie gestern in Paris. Damit beginnen bei dir die Nachrichten, Hanna. Bei einer Messerattacke nahe des Pariser Eiffelturms ist gestern Abend ein deutscher Tourist getötet worden. Der mutmaßliche Täter hat sich in einem Video zum Islamischen Staat bekannt. Das teilte am Abend die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Auf seiner Flucht verletzte der Mann 2 weitere Personen und konnte dann festgenommen werden. Laut dem französischen Innenminister Darmanin war der Angreifer den Behörden als Islamist bekannt und hat erhebliche psychische Probleme. Bei seiner Festnahme habe er sich wütend über den Gaza-Krieg geäußert und Frankreich daran eine Mitschuld gegeben. Der 26-Jährige hat bereits wegen der Planung eines Anschlags für 4 Jahre im Gefängnis gesessen. Kiews Bürgermeister Klitschko hat in einem Interview deutliche Kritik am ukrainischen Präsidenten Selenskyj geäußert. Unter anderem forderte er einen ehrlicheren Blick auf die Lage an der Front. Man könne das Volk und die Partner nicht ewig euphorisch anlügen, sagte Klitschko gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten. Zuvor hatte der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte von einer Pattsituation im Krieg gesprochen und war dafür von Selenskyj kritisiert worden. Nach den starken Schneefällen im Süden Deutschlands normalisiert sich die Lage nur langsam. Am Flughafen München wurde heute der Flugbetrieb wieder aufgenommen, aber mehr als 2/3 der geplanten Flüge wurden annulliert. Auch viele Züge fallen weiterhin aus. Die Bahn hat Reisenden geraten, auch für morgen geplante Fahrten, wenn möglich, zu verschieben. Und auch in NRW Behinderungen. Die A1 bei Wuppertal war zeitweise gesperrt, weil dort Eisplatten von einer Brücke gefallen waren. Sei niemand zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher. In Nordrhein-Westfalen ist der Kühlturm des 2017 stillgelegten Steinkohlekraftwerks Förde gesprengt worden. Der 165 Meter hohe Turm fiel heute Vormittag um kurz nach 11 planmäßig und ohne Probleme in sich zusammen. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Der Energiekonzern RWE prüft, ob er auf dem Areal künftig grünen Wasserstoff produzieren kann. Wie jedes Jahr am 1. Advent sind die bundesweiten Spendenaktionen der Kirchen gestartet. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt eröffnete seine Spendensammlung mit einem Festgottesdienst. Im Mittelpunkt steht dabei der Kampf gegen den Hunger. Altbundespräsident Gauck mahnte, dass in einer Welt des Überflusses immer noch mehr als 800 Millionen Menschen hungern müssten. Das katholische Hilfswerk Adveniat nimmt bei seiner Spendenaktion das Thema Flucht in den Fokus. Vor 85 Jahren kam in der englischen Stadt Harwich der erste Zug aus Deutschland an. Ein Kindertransport. Dieses deutsche Wort wird in Großbritannien bis heute dafür verwendet. Dahinter stehen tausende Schicksale jüdischer Kinder, die ab 1938 nach den Novemberpogromen von ihren Eltern nach Großbritannien geschickt wurden. Für Erwachsene waren die Möglichkeiten zu fliehen beschränkt. Viele Länder hatten ihre Einreisebestimmungen für jüdische Flüchtlinge bereits verschärft. Wenigstens die Kinder sollten in Sicherheit gebracht werden. Und so reisten sie ganz alleine in ein fremdes Land. Viele haben ihre Eltern nie wieder gesehen. Daran erinnert Hilke Petersen. Ruth Schwiening und ihr Mann Jürgen. In Ruths aufwühlender Vergangenheit haben sie viel recherchiert. Sie ist 3, als sie nach England kommt, ohne ihre jüdischen Eltern. Die Züge voller Kinder nach London, arrangiert vor allem von jüdischen Organisationen und engagierten Menschen. 1938 und 1939, um Kinder wie Ruth vor den Nazis zu retten. Es ist ein bedeutender Teil meines Lebens, mein Hinterland. Damit muss ich klarkommen und umgehen. Das ist mein Leben. Viele Abschiede am Bahnhof sind für immer. Jüdische Kinder besteigen Züge in Berlin, Prag oder Wien, kurz bevor der Krieg beginnt. Ein Koffer, ein Foto sind erlaubt. Der harte Moment, aus der Erinnerung der kleinen Ruth verschwunden. Das ist wohl auch gut so. Ich habe Freunde, die sich an ihre Eltern erinnern, und dann kam die Nachricht, dass sie ermordet wurden. Ich erinnere nichts. Bei der Ankunft in London werden die Kinder britischen Pflegeeltern zugeteilt oder müssen in Kinderheime.
Am Londoner Bahnhof Liverpool Street treffen sie sich heute, wo die Kindertransporte aus Europa ankamen, vor 85 Jahren. Die Kinder von damals heute hochbetagt und der britischen Wahlheimat meistens dankbar. Auch er kam mit dem Kindertransport. Lord Alf Dubs, mit 91 noch immer politisch aktiv im Oberhaus. Als Sechsjähriger verlässt er allein Prag. Seine Mutter kann ihm bald folgen. Vor allem Asylpolitik hat er als Abgeordneter gemacht und denkt nach über britische Aufnahmebereitschaft heute und vor 85 Jahren. Die Briten damals hießen uns weitgehend willkommen. Danach kamen unterschiedliche Wellen von Asylsuchenden. Doch der Brexit schließlich verursachte großen Schaden, denn der Slogan »Kontrolle zurückgewinnen« wurde von vielen so verstanden, dass es am Ende hieß, lasst niemanden mehr rein. Zum Gedenktag hat die Vereinigung jüdischer Flüchtlinge gerade eine Reise nach Berlin organisiert. Mit dabei Ruth Schwiening und Kurt Marx, auch ein Kind vom Londoner Kindertransport. Auf dem Programm Bundestagsbesuch und eben Erinnern. Zu Hause in England ist Ruth Künstlerin, ihre Familiengeschichte Thema. Die Eltern holen Tochter Ruth nach knapp 1,5 Jahren bei ihrer Pflegefamilie wieder ab, doch sie bleiben sich fremd. Meine Kunst fröhlich und verspielt, aber am Ende kommt doch immer dies zum Vorschein, nicht nur Kindertransport, auch Krieg. Mehr als 1 Million Kinder sterben in den Vernichtungslagern der Nazis. Die Kindertransporte retteten etwa 10.000. Und jetzt geht's bei dir noch mal weiter, Hanna, mit Meldungen vom Sport. Und da beginnen wir mit der Fußball-Bundesliga. 3 Begegnungen an diesem Sonntag. Mainz 05 verlor gegen den SC Freiburg 0:1. Der Tabellenerste Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund trennten sich unentschieden 1:1. Und außerdem spielte der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt, Endstand 2:1. Es war ein erfolgreicher Tag für die deutschen Biathletinnen und Biathleten. Zum Abschluss des Weltcups im schwedischen Östersund ist Filip Navrat in der Verfolgung auf Platz 2 gelaufen und hat damit die Führung im Gesamtweltcup verteidigt. Nach 12,5 Kilometern musste er sich nur dem Schweden Sebastian Samuelsson geschlagen geben. Bei den Frauen kam die Gesamtweltcup-führende Franziska Preuß in der Verfolgung ebenfalls auf den 2. Platz. Ihre Teamkollegin Vanessa Vogt auf den 3. Erste wurde die Französin Lou Jean Monod. Beim Skisprung-Weltcup im norwegischen Lillehammer hat Olympiasieger Andreas Wellinger erneut einen Podestplatz geholt. Der 28-jährige Bayer sprang auf der Großschanze 135 und 143 Meter weit und belegte damit Rang 2. Sieger war einmal mehr der Österreicher Stefan Kraft. Karl Geiger verpasste das Podest als Vierter nur knapp. Und jetzt haben wir noch etwas Erbauliches für die Sinne und blicken dazu auf einen Ort mit dem verheißungsvollen Namen Paradise. Der liegt in der Wüste von Nevada bei Las Vegas. Dort steht The Sphere. Von einer Mehrzweckhalle zu sprechen wäre etwas zu schnöde. Handelt es sich doch um die größte Kugel der Welt mit dem größten hochauflösenden LED-Bildschirm aller Zeiten. Das an sich ist schon ein Fest für Fans von Superlativen. The Sphere macht seit seiner Eröffnung Ende September Furore. Was weniger bekannt ist, noch revolutionärer als Architektur und Bildschirm, ist die Akustik. Möglich dank einer weltweit einmaligen Spezialanfertigung. Und dieser Sound ist Made in Germany. Christian von Rechenberg hat seine Erfinder getroffen. Eigentlich kommen aus dem Lautsprecher im Hintergrund gerade 2 Geräusche gleichzeitig. Den Hubschrauber hört man aber nur im linken Feld, den Straßenlärm nur im rechten Feld. Der Schall ist gerichtet. Wie bitte geht sowas bei nur einem Lautsprecher? Es ist eigentlich eine Kombination von vielen kleinen Einzelwellen, die sich zusammenfügen zu einer neuen großen Welle, die man dann steuern kann. Schallwellen steuern. Das ist Spitzentechnologie. Sie ist zwar nicht ganz neu, aber das kleine Berliner Start-up Holoplot beherrscht diese Technik perfekt. Dermaßen perfekt, dass eines Tages die Madison Square Garden Company aus Amerika anruft. Mit einem Auftrag. Baut uns das Soundsystem für The Sphere. Für einen gigantischen LED-Videoball in Paradise, Nevada. Die
Akustische Erfahrung ist komplett anders als bei einem normalen Audiosystem. Es fühlt sich viel intimer an. Man hat den Eindruck, es ist nahe, dass es einem mehr unter die Haut geht. Wie nahe, zeigt ein Ausschnitt aus einem U2-Konzert. Man beginnt zu verstehen, warum sie hier Sound Made in Germany haben wollten. Ich glaube, weil die Lösung, die wir haben, einzigartig ist, weil es mit konventioneller Technologie einfach nicht in dem Maße funktioniert hätte. Das hat etwas mit der Konstruktion der Halbkugel zu tun. An ihren gekurvten Wänden würden Schallwellen normaler Lautsprecher abprallen. Das Ergebnis wäre ein Soundbrei, eine Klangkatastrophe. Das Audiosystem von Holoplot umgeht das Problem. Versteckt installierte Soundmodule schicken den Schall gezielt zum Publikum. Keine Reflexion, astreiner Klang bis in die letzte Reihe. Dadurch könnte man das Showprogramm sogar gleichzeitig in verschiedenen Sprachen anbieten oder mit verschiedenen Instrumenten. Was die wenigsten wissen, das ganze Video Wunderland ist ein riesiges Soundsystem, in dem mehr als 160.000 solcher Lautsprecher ihren Dienst tun. Jeder einzeln angesteuert und allesamt hochintelligent verschaltet. Der Rest ist Betriebsgeheimnis. Also es war schon nicht immer ganz leichter Weg, als wir angefangen haben, auch weil es eine komplett neue Technologie ist. Es ist relativ komplex und es gab einfach viele Fragen, wo man nicht wusste, ob das nachher funktioniert. Es funktioniert. Und U2, die noch bis Februar in The Sphere spielen, haben die Soundanlage auch schon geadelt. Mit einem Wort: Rock'n'Roll. Wer das sehen und vor allem hören will, der billigste Platz für das U2-Konzert in The Sphere kostet umgerechnet rund 300 € und der teuerste mehr als 16.000 €. Dafür muss man dann wohl erst mal nach Las Vegas und Glück im Spiel haben. Gleich gibt es noch das Wetter und zuvor unser sonntäglicher Ausblick auf die nächste Woche. Den liefert Christiane Hoffmann. Am Dienstag wird die OECD die Ergebnisse ihrer neuen PISA-Studie vorstellen. Schwerpunktmäßig geht es diesmal um die Kompetenzen der 15-Jährigen in Mathematik. Eigentlich erscheint die Studie alle 3 Jahre. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie diesmal um 1 Jahr verschoben und die Leistungen im Jahr 2022 abgefragt. Die linke Bundestagsfraktion wird sich am Mittwoch auflösen. Nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht und 9 anderen Abgeordneten aus der Partei hat die Linke ihren Fraktionsstatus verloren. Die jetzt 28 Abgeordneten wollen als Gruppe weitermachen. Damit verbunden sind unter anderem weniger Geld und Redezeit im Bundestag. Von Freitag bis Sonntag hält die SPD ihren Bundesparteitag auf der Berliner Messe und nicht wie vor 2 Jahren überwiegend online ab. Dabei wird es auch um die Haushaltskrise der Regierung gehen, um Forderungen, die Schuldenbremse abzuschaffen und die Steuern für Reiche zu erhöhen. Die Parteivorsitzenden Klingbeil und Esken wollen sich erneut wählen lassen. Die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi wird am Sonntag in Oslo den Friedensnobelpreis erhalten. In Abwesenheit, denn Mohammadi sitzt im Gefängnis. Sie werde vor allem für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran ausgezeichnet, so das Nobelkomitee. Die anderen diesjährigen Nobelpreise werden auch am Sonntag in Stockholm übergeben. Und jetzt der Ausblick auf das winterliche Wetter. Morgen kommt im Südwesten gefrierender Regen auf, der sich weiter bis zur Mitte ausdehnt. Dabei wird es teilweise gefährlich glatt auf Straßen und Gehwegen. Sonst ist es überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und +6 Grad. In den nächsten Tagen sind weitere Schnee- und Regenschauer dabei. Anfangs noch mit Glätte. Der Frost schwächt sich dann etwas ab. -1 bis +6 Grad. Das war's von uns. Gleich geht's dann mit dem Sonntagskrimi weiter. Und die nächsten Nachrichten gibt's hier gegen 0:30 Uhr. Morgen gibt's natürlich wieder ein Heute-Journal. Auf Wiedersehen. Tschüss.